Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Reihe Die GWS spricht. Heute mit meinem Kollegen Christian Feldmann. Schön, dass du da bist. Danke, Manfred. Das Thema dieser Folge ist Digitalisierung. Und um ehrlich zu sein, soll es der Auftakt zu einer Reihe sein. Wir möchten uns also mit diesem Thema Digitalisierung mehrmals beschäftigen. Und ich glaube auch, Sie werden sehen, das wird nötig sein. Um vielleicht ganz kurz in das Thema einzuleiten, Digitalisierung ist in aller Munde. Selbst die Bundesregierung beschäftigt sich damit intensiv, dass wir die Digitalisierung vorantreiben müssen. Das heißt, jeder kennt den Begriff, hat ihn schon mal gehört. Wissen Sie, was er genau bedeutet? Ich weiß es nicht genau. Das soll Teil der heutigen ersten Folge auf jeden Fall sein, diesen Begriff zu durchleuchten. Beginnen möchte ich allerdings mit meinem Kollegen erstmal, Christian Feldmann. Du bist bei der GWS als Sales Consultant und das ist schon mal die erste Frage. Was bedeutet das und was machst du? Ja, Manfred, Sales Consultant ist an der Stelle eine Rolle zwischen zwei Welten. Es ist auf der einen Seite klassisch die Vertriebssicht und auf der anderen Seite die Beratungssicht. Und zwischen diesen beiden Welten bewege ich mich tatsächlich auch. Das heißt, ich berate Interessenten, Kunden und Partner dabei, wie sie sich in dem Bereich der Digitalisierung bewegen können und wie sie sich tatsächlich dort auch weiterentwickeln können. Das heißt, du beschäftigst dich ganz praktisch mit der Digitalisierung. Und wir haben den Begriff eigentlich immer noch nicht geklärt. Das heißt, jetzt müssen wir dahin kommen, mal uns dem Begriff zu nähern. Was verstehst du unter Digitalisierung? Ja, wir werden sicherlich ausführlicher darüber sprechen müssen, aber um das zusammenzufassen, möchte ich sagen, ich bezeichne Digitalisierung, um von dem sperrigen Begriff wegzukommen, als technologischen Veränderungsdruck. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass Technologie sich wandelt und sie wandelt sich immer schneller. Wir alle erleben das im Alltag, beispielsweise anhand der Smartphones, die wir alltäglich nutzen und digitalen Sprachassistenten, wie Technik sich weiterentwickelt. Und diese technologische Weiterentwicklung und die Neukombination dieser Bestandteile verursacht einen Technologiedruck in Richtung von Veränderung. Das ist die zweite Komponente, die eben Unternehmen, Märkte und Kunden zu Veränderungen zwingen, damit sie zukünftig Teil dieser Wirtschaft bleiben können. Du bist ja bei Kunden, du bist ja viel bei Kunden. Was würdest du denn sagen, wie sind die Kunden aufgestellt oder was merkst du mit deinem Hintergrundwissen Digitalisierung und deiner Arbeit als Sales Consultant? Wie ist dort die Digitalisierung oder wie ist der Digitalisierungsgrad und wie ist das Verständnis für Digitalisierung? Viele Unternehmen, die sich überhaupt damit beschäftigen, sehen unter dem Aspekt Digitalisierung die Einführung von Software. Und mit der Einführung von Software begreifen sie, dass sie Prozesse qualitativ verbessern und von der Geschwindigkeit her schnelleren Ablauf ermöglichen, dass Schnittstellen reduziert werden oder dass eben klassische Optimierungsansätze aus IT-Dienstleister-Sicht gehandhabt werden. Das ist so diese Sicht auf den ersten Schritt in die Digitalisierungswelt. Andere Unternehmen beschäftigen sich viel eher damit, wie man mit Technologie Innovationen erzeugt, die neue Produkte und neue Services ermöglichen, um Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Marktteilnehmern zu erreichen. Das heißt, wenn ich das recht verstehe, es gibt ja die zwei Komponenten, die du schon genannt hast. Das ist einmal Technologie und das ist einmal Veränderung. Wenn ich das mal, wie ich das jetzt gehört habe, aufnehme, würde ich sagen, Technologie, da ist jede Firma irgendwie dran. Ja, das ist der Punkt, den wir schon im Prinzip erreicht haben und wo wir drin arbeiten. Und das könnte man ja auch Digitalisierung nennen, ein Teil der Digitalisierung. Wenn ich die aber recht verstehe, ist doch dir der zweite Punkt, Veränderung, der weitaus wichtigere. Habe ich das richtig gespürt und auch gehört? Ja, in Teilen schon, das ist schon so. Ich bezeichne diese unterschiedlichen Schritte als Schritte in die Digitalisierung. Und der erste Schritt, der sich tatsächlich eher im klassischen Spektrum der IT-Dienstleister beschäftigt, nämlich Softwareprodukte einzuführen, um damit Prozesse und Organisation zu verbessern, die bezeichne ich zunächst als ersten Schritt in die Welt der Digitalisierung. Der zweite Schritt bietet eben Potenziale
über das heutige Umsatzziel oder Deckungsbeitragsziel eines Unternehmens hinaus. Während ich in der ersten Facette rein auf Kostensenkung achte, indem ich Prozesse und Organisation verbessere, hat jetzt die zweite Facette das Potenzial, neue Märkte zu erreichen, neue Umsätze und Deckungsbeiträge für die Zukunft zu gestalten. Das ist ja eine Formulierung, die hört man an allen Ecken und Enden. Kannst du dafür ein Beispiel geben? Ich kann dafür ein Beispiel geben. Letzten Endes möchte ich aber auch voranschieben, dass das Thema sehr kundenspezifisch ist. Die Kunden bewegen sich in ihren Märkten und in ihrer Umgebung und haben natürlich individuelle Ursprungspunkte, von denen sie aus loslaufen. Und wir versuchen sie mit Technologien dazu zu bewegen, Potenziale zu erreichen, die eben dann aus ihrer individuellen Ursprungssicht in die Zukunft gehen. Wenn wir an der Stelle jetzt mal über ein Potenzial erster Ordnung sprechen, also den ersten Schritt in Digitalisierung, dann wäre es möglich, zum Beispiel die Einführung einer modernen Technologieplattform als Basis zur Optimierung des eigenen Unternehmens heranzuziehen. Das ist also Potenzial zur Kostensenkungssicht. Das Potenzial für Umsatz- oder Deckungsbeitragssteigerung wäre ein klassischer Ansatz, um zum Beispiel von einem klassischen Retail-Geschäft zu einem Omnichannel-Retail-Geschäft sich weiterzuentwickeln. Das bedeutet, dass ich versuche, meine Kunden über verschiedene Absatzkanäle zu erreichen. Das heißt, der zweite Schritt ist nicht unbedingt Veränderung der Technologie, das muss vorhanden sein, das muss okay sein, sondern der zweite Schritt ist Kreativität, um aus den Dingen, die man zur Verfügung hat, neue Absatzwege zu entwickeln. Die Idee zu entwickeln, wie kann ich damit meine Kunden besser erreichen oder eben anders erreichen oder Kunden an mich binden. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du genau richtig verstanden. Die zweite Facette gestaltet sich natürlich auf der Basis der Technologie, die man im ersten Schritt eingeführt hat. Und die Technologie ist auch die notwendige Basis dafür. Jedoch ist die Kreativität und das Potenzial, das eigene Unternehmen und die Absatzmöglichkeiten exemplarisch weiterzuentwickeln, tatsächlich ein kreativer Prozess. Und deswegen bezeichne ich ja auch Digitalisierung als technologisch getriebenen Veränderungsdruck. Das heißt, die Veränderung führt dann das Unternehmen durch neue Produkte, Services, Absatzkanäle zu weiteren Umsätzen und Deckungsbeiträgen, die die Zukunft erst möglich machen. Das heißt, wenn ich dir folge, ist der zweite Schritt der eigentlich wichtige, denn wenn man nur beim ersten Schritt stehen bleibt, Entschuldigung, sind die Möglichkeiten, die Kosten zu senken, natürlich in irgendeiner Form beschränkt. Aber der zweite Schritt, die Veränderung, die eröffnet ja völlig neue Möglichkeiten, wo man vorher noch gar nicht weiß, wo können sie hinführen. Man hat eine Vermutung. Deshalb bin ich im Moment mal gerade so etwas am Schmunzeln. Der Begriff Digitalisierung, wie man ihn langläufig und ich auch erstmal versteht, ist ja nur die Basis, ist ja nur der erste Schritt. Das heißt, das, was danach folgt, da steckt eigentlich die Musik drin. Ja, ich verstehe dieses Trennen, wobei ich betrachte beides als Aspekte der Digitalisierung, während im ersten Schritt tatsächlich eher die klassische Sicht von IT-Dienstleistung und IT-Einführung betrachtet wird, stellt es doch die notwendige Basis für den zweiten Schritt dar, der dann auf der Seite eben die Plattform darstellt für zukünftigen Umsatz und Deckungsbeitrag. Und dabei muss man bedenken, dass die Technologien sich rasant weiterentwickeln und dass Kernelemente, einzelne Facetten daraus durch Neukombination neue Technologien und neue Möglichkeiten bietet, die in der Vergangenheit überhaupt nicht möglich waren. Sodass man doch heute sehr viel kreativer mit der Kenntnis über neue Technologien, neue geschäftliche Ansätze entstehen lassen kann, die einem dann tatsächlich auch Wettbewerbsvorteile bieten. Das heißt, du hast durch die neuen technischen Möglichkeiten eine viel größere kreative Bandbreite, um etwas zu tun. Du warst vorher technologisch beschränkter als heute. Und das ist quasi ein Pfund, das auch gehoben werden muss. Und das tun viele Firmen noch nicht. Verstehe ich dich da auch richtig? Genau so ist das. Und das Spannende daran ist, dass das Wissen über die Technologie und das Wissen über die Kreativität zur Entwicklung des eigenen Geschäftes nicht zwingend in den gleichen Köpfen stattfindet. Deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, die unterschiedlichen Personengruppen so zusammenzubringen, dass diejenigen mit dem technologischen Verständnis und diejenigen begleiten, die den Kreativprozess über die Zukunft des Unternehmens gestalten. Nur wenn diese Menschen zusammenkommen, können an der Stelle Dinge entstehen, die es heute noch nicht gibt.
Das heißt, es braucht einen Moderator, der quasi die kreativen Köpfe mit ihren guten Ideen auf die technologische Basis setzt. Oder die kreativen Ideen die technologische Basis fordert, und die muss eben machbar sein oder erstellbar sein, um die Ideen dann später umzusetzen. Genau so ist es. Und das ist eben auch der Grund, warum wir uns von der GWS an der Stelle mit dem Thema beschäftigen. Die 25 Jahre Erfahrung in der IT-Industrie hat uns eine breite Basis an technologischem Verständnis und an Branchenverständnis gebracht. Und die Neukombination von Technologie bezogen auf unsere Branchen, auf unsere Kernbranchen und unsere Kunden ermöglicht es, dass wir diese Moderationsrolle bei Kunden übernehmen, um daraus dann die Kunden zu ermöglichen, Technologie mit Kreativität zu verbinden, um die Zukunft zu gestalten. Ich denke, das ist ein sehr guter Ansatz. Jetzt haben wir ja eben gesagt, wir wollen eine Reihe starten. Wir wollen uns ja mehrmals hier treffen und wollen über die einzelnen Aspekte sprechen. Das heißt, so als Aussicht, denn ich würde jetzt so bei den Grundlagen jetzt erst auch mal einen Cut machen und für die nächste Folge schon mal in Aussicht stellen, was wollen wir da tun? Das heißt, wir haben ja die beiden Aspekte. Wir haben die Technologie. Ich denke, da haben viele einen Stand, da gibt es andere Plattformen. Was ich viel interessanter finde, ist eben Kreativität und das Zusammenspiel der beiden. Mich würde es freuen, wenn die Struktur, wie wir uns dem Thema Digitalisierung nähern und die einzelnen Schritte, die wir auf diesem Weg gehen, wenn sie den Zuschauern dabei helfen, diese Schritte nachzuvollziehen, womöglich für sich als relevant zu betrachten, um dann selbst innerhalb ihrer Unternehmen einen kreativen und technologiegetriebenen Transferansatz zu starten, gerne auch mit unserer Unterstützung, sodass wir sagen können, wir haben basierend auf unserem Wissensstand es geschafft, von der reinen Technologie plus der Kreativität etwas Neues zu generieren, um die vollen Potenziale der Digitalisierung zu unseren Kunden zu bringen.